Costa Rica, diamante de Centroamérica. Costa Rica, te canto yo desde México. Costa Rica, las noches. Que pasa, mi gente, und damit pura vida aus Costa Rica. Ein Land, das nach Urlaub klingt, nach Regenwald riecht und nach Abenteuer schmeckt. Ein Ort, an dem Faultiere über Stromleitungen balancieren, Tukane durch die Baumkronen fliegen und hinter jedem Busch ein neues Tier auf dich wartet. Mit über 500.000 Tierarten gehört Costa Rica zu den biodiversesten und artenreichsten Ländern der Welt. Wenn irgendwo auf diesem Planeten etwas brummt, kriecht, flattert oder kreischt, dann ziemlich sicher hier. In diesem Sinne, pura vida, übersetzt alles easy, lass die Dschungeltour beginnen. So Leute, wir sind in Costa Rica angekommen. Wir haben jetzt innerhalb der letzten 2 Tage vielleicht 4 Stunden gepennt oder 3. Deswegen sind wir eigentlich richtig dead. Wir haben nichts gegessen. Gestern wurden unsere Kleider noch abgezogen, beziehungsweise wir haben unsere Kleider verloren, weil wir die schlecht versteckt haben. Die sind jetzt geklaut worden, was sehr ungünstig ist. Aber in Costa Rica haben wir etwas anderes Geiles gefunden. Und zwar das allererste Mal einen Walmart. Jetzt geht's in Walmart rein, pennen, essen, regenerieren und dann geht's ab. Let's go. Kann man uns irgendwo hinlegen direkt. Also Leute, wir haben was Kleines gegessen. So Reis mit Hähnchen und Gemüse drin. Wir haben jetzt ein geiles Sofa gefunden. Hier kann man seine Beine so richtig geil ausstrecken. Wir versuchen jetzt hier einfach mittendrin zu pennen. Das ist die erste Mitarbeiterin. Wir schmeißen jetzt die Stoppuhr, mal schauen, wie lange wir überleben. Ein Experiment. Ohrstöpsel rein, Schlafmaske auf, Wecker in 3 Stunden. Mal schauen, ob der Ding ist. Es ist 10:25 Uhr. Ab jetzt beginnt unsere Schlafpause hier im Walmart. Mal schauen, wie lange wir es aushalten. Wir wurden aufgedeckt nach knapp 2 Stunden. Es ist jetzt mittlerweile 11:45. Ich zeige euch mal jetzt den Spot. Das ist grandios eigentlich. Kaum vorstellbar, dass wir hier so lange schlafen konnten einfach. Gerade in Costa Rica angekommen und das erste, was wir machen, im Walmart den lang ersehnten Schlaf nachholen. Mitten im Gang das erstbeste Sofa gesehen, hingesetzt, Augen zu und Lichter aus. Kurzes Status-Update. Ich fühle mich nicht mehr allzu müde. Die Kleidersituation ist ein bisschen scheiße. Es ist ein bisschen schon sehr scheiße. Alleine, weil wir ja sowieso schon so wenig mitgenommen haben für die Reise. Wir sind ja jetzt innerhalb eines Monats nur mit einem Rucksack unterwegs, haben sehr kompakt eigentlich alles geplant und gepackt. Und jetzt alles, so das meiste zu verlieren, ist schon sehr beschissen. Also, dass wir die Sachen verstecken auf dem Vulkan, war richtig. Das würde ich wieder so machen. Versteckt war einfach scheiße. Das haben wir jetzt gelernt, I guess. Wir werden jetzt ein Auto mieten für die Zeit hier in Costa Rica, weil die ganzen Sehenswürdigkeiten eigentlich so ein bisschen breit gestreut sind. Wir versuchen es natürlich so zu inkorporieren, dass wir auch genug Schlaf haben. Also Leute, wir sind beim Car Rental. In Costa Rica haben wir uns ein Auto gezogen für eine Woche jetzt. 6 Tage, um genau zu sein. 360 US-Dollar. Das teilen wir natürlich auch zu zweit, das heißt 180 US-Dollar each. Man kriegt hier, by the way, noch gratis heiße Schokolade. Das darf man sich nicht entgehen lassen. Das ist ganz wichtig und essentiell, dass wir jetzt die heiße Schokolade trinken. No joke, weil sonst verrecke ich hier noch. By the way, hier in Costa Rica gibt es Straßenlimits von 80 km/h, 90 km/h maximal, die man fahren darf. Wenn man drüber fährt, gibt es Strafen beginnend ab 600 US-Dollar. Ich präsentiere euch unser Bad Boy. Let's go, let's go. So, 500 PS V8 Biturbo. Die ersten Meter in Costa Rica im neuen Ferrari. Der Wagen ist nicht mal so schlecht. Es ist Nachmittag und wir sind auf dem Weg nach La Fortuna, eine Gegend bekannt für Vulkane, heiße Quellen und wilde Natur. Ohne Klamotten sind wir am Ende der Regenzeit in Costa Rica. Bis vor ein paar Tagen stand hier alles unter Wasser, Überschwemmungen überall. Mal schauen, ob wir auch noch ein bisschen was davon erleben können. Hier läuft einfach Meme im Radio. What the hell? Hier ist einfach ein Wasserfall da vorne. Genau an der Straße. Bruder. Der ist massive. Junge, der ist krank. Bro, es ist verrückt. Es sieht komplett gestört aus hier, no joke. Ach du Kacke. Junge. Holla. Bruder, was ist das? Das sieht so geil aus. Bei Regen neben dem Wasserfall unser 5-Sterne-Menü essen. Wir sind aber so müde, dass es direkt rüber zur Unterkunft geht. Augen zu und pennen, denn morgen soll es komplett abgehen. Es ist 7:30 Uhr, wir sind in La Fortuna. Heute stehen ganz viele Sehenswürdigkeiten auf der Liste. Das Wetter, by the way, ist nicht so geil hier. Es sind noch die letzten Tage der Regenszeit. Wir haben jetzt für die eine Nacht hier 12 Euro pro Person gezahlt. Das ist nur zum Schlafen gewesen. Das ist das Zimmer, 2 Betten. Die Betten selber sind okay, nicht krass. Früh am Morgen, zumindest etwas ausgeschlafen, ging es los Richtung erste Sehenswürdigkeit. Also Leute, wir sind bei El Salto angekommen. El Salto. Der Weg ist ja richtig geil. Junge, da kann man nicht rein. Ich habe noch nie so brechenden Fluss gesehen. Ich auch nicht, was ist das? Von der Brücke im Salto in den Fluss machen jetzt. Bro, what the fuck, brother? Digga, was ist das? Wie krank sieht das aus, bitte? Das ist komplett verrückt hier. Der hat gesagt, eigentlich ist das Wasser klar. Normalerweise kann man hier mit dem Seil rein, aber es ist absolut lost gerade. Die Strömung ist gestört, man kommt nicht mehr raus. Deswegen können wir leider keinen Salto hier machen. Also wer hier reinspringt,
El Salto haben wir leider ohne Salto verlassen, aber dafür sind wir weiter zur nächsten Sehenswürdigkeit. Der Weg hier, es regnet komplett. Es regnet dieses Next Level und wir sind wieder lost. Wir sind jetzt gleich da, beim Aussichtspunkt, an dem man den Wasserfall am besten sehen kann. Es regnet in Strömen hier. Boah, Junge, was geht denn hier ab? Ach, die Kacke. Der ist ja richtig brachial. Wow. Also mit gutem Wetter kann es ein komplettes Brett sein. Ich sag's euch ehrlich. Also, ab zum nächsten Spot. Unsere Sachen hängen jetzt hinten. Wir versuchen das Ganze so zu trocknen. Es hört nicht auf zu regnen, Dog. Es hat wirklich nicht aufgehört zu regnen. Wir sind nochmal rüber zu einer Kakao- und Schokoladenplantage gefahren. Dort konnten wir ein bisschen was sehen, aber sind nicht allzu lange geblieben, da wir unsere erste Challenge im neuen Land starten wollten. Und zwar das Schwimmen in heißen, natürlichen Quellen. Und da gibt es so einige hier. Das sieht schon geil aus. Aber es ist mehr ein Pool, oder nicht? Es ist ja nicht so Nature. Es ist schon ganz cool hier. Es sah schon entspannt aus, aber wir hatten uns eher vorgestellt, inmitten der freien Natur zu baden. Deshalb sind wir ein Stück weiter zu einem Fluss gefahren, der sich durch vulkanische Aktivität auf natürliche Weise erhitzt. Wir haben uns ein paar Crackers gekauft, dann noch so 2 Ponchos. Wir zahlen jetzt hier für den Parkplatz 6 €. Aber dafür ist der Hot Spring umsonst. Der heißt nämlich Free Hot Spring. Gracias, amigo. Das sind die Hot Springs. Hier geht's jetzt kopfüber so rein, Alter. Es ist so kalt, da muss man rein, sofort. Kann doch nicht warm sein. Es geht eigentlich echt nicht. Digga, es ist einfach kalt. Es ist einfach kalt. Es muss warm werden. Kann nicht sein. Okay, es ist wärmer. Alter, ist geil. Digga, es ist warm. Oh mein Gott. Voll rein. Und rein da. Es ist einfach warm. Es schüttet einfach. Wir sind in einem warmen Fluss. Es ist das Geilste ever. Draußen ist es abartig kalt und hier drin lebt man. Man wird einfach wiedergeboren. So surreal, dass so ein Fluss einfach warm sein kann. Irgendwo im Dschungel hier. Das ist richtig geil. Unser Plan ist, wir bleiben jetzt hier so eine halbe Stunde, 3/4 Stunde und dann geht's weiter. Das wird ein geiler Shot, Bro. Ist doch crazy eigentlich, oder? Real life. Wir haben uns das so verdient, ich sag dir ehrlich. Wir haben uns das komplett verdient. Es sieht halt so krank aus. Guckt euch den Opa an. Er macht es genau richtig. Geht's auch so, Back, schon geil. Mitten im tropischen Regenwald in einem natürlich aufgeheizten Fluss zu baden, das ist schon verrückt. Wir sind hier mitten im Dschungel und wer weiß, was sich alles im Dickicht oder unter der Wasseroberfläche verbirgt. Aber genau das macht den Moment umso geiler. Die haben einfach noch ihr eigenes Bier dabei. Richtig gechillt. Komm her, kleiner Mann. Discovered a new species. Wie ruft man die? Wie ruft man die? Oh mein Gott, der darf die Keys nicht nehmen. Wenn die Autoschlüssel nimmt, war's das. Halt den fest, Frau. Oh mein Gott, das ist cool. Was ist denn das? Bruder! Ja. Halt die Key fest. Oh mein Gott. Bro, er klappt unser Wagen. Was ist das für ein Tier? Ich hab keine Ahnung, Gott. Jetzt, wo wir unser Spaß hatten, ist es auf einmal eine riesen Attraktion geworden. Ja, aber die haben keine Car Keys. Die wissen nicht, wie man unseren Bruder ruft. Digga, was? Ein fucking Baum ist auf den Stromast hier gefallen? Bro, was zur Hölle passiert hier? Ist grad voll der Vibe irgendwie im Auto. Cool. Gell, Auto ist cool. Ja, Mann. Also Scooter wäre verloren, Bus wäre verloren. Auto ist wirklich top. Richtig geiler Vibe. Wir haben, by the way, noch 1 Stunde 28 vor uns. Draußen hört es nicht auf zu schütten, aber die Vibes im Auto waren auf dem nächsten Level. Bei so einem Regen im Trocknen durch den Dschungel fahren, alles richtig gemacht. Guckt euch die beiden an. Und den Fahrradfahrer. Das wäre. Ach du Scheiße. Bro, da wäre Feierabend. Wenn wir das wären, gell? Mit unserem Gepäck, das eh schon zur Hälfte leer ist. Wir hatten wirklich überlegt, ob wir einen Scooter nehmen. Wir haben hier noch 3 verbrannte Brotstücke bekommen als Starter umsonst. Das war die Focaccia on the house. So, das Essen ist gekommen. Wir haben Caribbean Chicken bestellt, mit 2 Beilagen inkludiert, nämlich haben wir Reis und Grilled Vegetables ausgewählt. Wir haben seit ungefähr 3 Tagen nur Chips und Snickers gegessen und ein bisschen Cornflakes ohne Milch, einfach so. Deswegen kommt das jetzt sehr gut. Geiler Service hier. Richtig geil. Banane ist es, oder? Sieht so aus, ja. Kann uns die Banane checken. Die gerne essen, Bro. Also Leute, wir sitzen gerade im Auto. Wir haben uns dazu entschieden, Richtung Strand zu fahren, weil hier in La Fortuna es nur regnet. Strand, Sommer und Sonne ohne Regen hoffentlich ist schon geiler, als eben im Regen dann irgendwelche Attraktionen zu sehen. Die Fahrt rüber dauert ungefähr 1,5 Stunden, 2 Stunden. Die Straßen sind etwas dunkel, es gibt keine Straßenlichter. Es pisst komplett, keine Straßenlichter, überall Hubbel und Löcher und Regen. Solange wir ankommen, passt es aber. Wir rocken Sean Paul die ganze Zeit, das ist ein absoluter Vibe. Ab jetzt läuft nur Sean Paul hier im Auto. La Fortuna war schon cool. Ich glaube, mit gutem Wetter kann es absolut einzigartig werden. Für uns geht es aber jetzt Richtung Pazifik. Man kann die einfach mal hinten kaufen. Schon geil, sag ehrlich. Promotion, 9 €. 9 €. Lass mal eine Malte kaufen, Bro.
Zur Verteidigung? Oh nein, Bro, im Flughafen so los. Verstecken. Aber wir können den Flughafen nicht so ankommen. 9 Euro eine Machete. 9 Euro ist crazy dafür, jetzt mal no joke. Also wir haben gerade Bananen gekauft. An der Kasse hat die Frau uns richtig ausgelacht, als Phaedon anfängt die Banane zu essen. Und im Endeffekt sind es Kochbananen. Wer isst Kochbananen? Die schmecken nämlich richtig komisch. War nicht wie eine Banane, viel härter. Und gesagt, so eine normale Banane. Man kann das schon essen. Wird dann auch Flash bekommen, kurz so, hä? Also Leute, es ist 11 Uhr. Wir sind vor irgendeinem Hostel. Wir haben jetzt hier das WLAN vom Hostel bekommen. Pennen im Auto direkt vor der Tür. Dann sehen wir uns morgen hier am Beach direkt. Guten Morgen, Leute, aus Costa Rica. Wir sind aufgestanden aus unserem 5-Sterne-Luxusbett, unserer Suite, unserer Mansion direkt vor dem Strand. Also hier drin haben wir gepennt, genächtigt. Im Prinzip haben wir den Sitz komplett nach hinten verstellt und den hinteren Sitz eingeklappt, damit man noch Zugang zum Kofferraum hat. Die Schlafposition an sich ist okay, aber es haben noch ein paar Polster gefehlt, vor allem im unteren Rückenbereich. Es war nicht ganz so angenehm, aber es war okay für die Nacht. Dafür sind wir jetzt direkt gegenüber vom Strand. Da kauft schon der Erste irgendwas. Wir wollen heute entlang der Küste einfach mal durchfahren und verschiedene Strände uns anschauen. Es wurden uns richtig viele verschiedene Beaches hier empfohlen. Deswegen klappern wir jetzt einen nach dem anderen ab und schauen, was hier geil ist. Das ist der erste Beach, Ocotal Beach. Sieht schon ganz cool aus eigentlich, aber da gibt es bestimmt bessere. Es ist früh am Morgen, wir fahren die Küste runter zur nächsten Sehenswürdigkeit, einem Animal Sanctuary. Übersetzt heißt das zwar Tierheim, doch in Wahrheit ist es eher ein Gefängnis für Tiere. So, wir gehen jetzt zum Animal Sanctuary. Da soll es ganz viele verschiedene Tiere geben, deswegen bin ich richtig gespannt. Ah, Leute, das sind die Affen hier. Eine Kovinade ist. Kovinade. Ja, ist halt nur ein Zoo am Ende. Affen, Krokodile, Jaguare. Wir dachten, hier wäre alles etwas offener, aber in Wirklichkeit ist alles eingesperrt wie im Zoo. Ja, ist schon erst, wenn es halt nur ein Zoo ist, um echt zu sein. Deshalb sind wir eine Ortschaft weiter nach Las Catalinas gefahren. Eine kleine, charmante Stadt direkt an der Küste, bekannt für ihre hellen Häuser im mediterranen Stil und traumhaften Strände. Es sieht halt schon richtig geil aus hier. Die Bäume hier sind halt geil. Spendet absolut Schatten. Man braucht gar keinen Sonnenschirm oder so. Alter, ist schon nice hier. Das ist richtig ästhetisch hier alles mit den Farben. Bruder! Oh mein Gott, Digga, ist ein Brett von Tier. Der greift dich gleich an, Digga. Schmeckt der Cracker. Der ist gerade auf, der ist auf dem Cracker gerade, aber. Hier noch einer. Sind die gefährlich? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, was die Candles näher rangeht? Der soll jetzt erstmal den Cracker auffressen. Das ist geisteskrank. Ich will ihn eigentlich anfassen, Alter. Wie der Haut sieht so interessant aus. Guck mal, die Stacheln hier am Rücken. Wie fühlt sich's an? Das ist ein bisschen rau. Jonas will ihn füttern. Oh mein Gott. Bruder. Bro. Bruder, komm her. Sachte. Darfst nicht weggehen, Bro, ja. Easy. Bruder. Jetzt essen Challenge. Ja. Er hat den abgesteckt. Die Bäume hier haben auch miese Stachel. Nie gesehen. Verrückt. Ja? Das ist schon sehr spitz, ja. Sehr spitz. Kurz noch unseren Bro verabschiedet und dann ab zum nächsten Beach. Man merkt wirklich, wie easy man hier mit dem Auto von A nach B kommt, ganz ohne Kopfschmerzen. Es hat sich wirklich angefühlt wie eine Sightseeing-Tour quer durchs ganze Land. Geiler Beach wieder einmal. Guck mal den an, Digga. Brother, what's this called? One wheel. Is it hard? So you want to try it? Yeah, please. You can get them from like 700. Bye bye. Bye. I know where to find you. It's got a tracker. One wheel. Wer ist ein One Wheel gefahren? Show me the fish. Oh mein Gott. Bro, what? Yeah. Der Roadtrip macht richtig Laune, man sieht halt auch so viel von der Umgebung. Es ist spät am Abend, wir sind weiter die Küste runter, denn dort wollen wir früh am nächsten Morgen unsere nächste Challenge machen. Eine Schnorchelbootstour in Costa Rica. Jo, was geht, Leute? Neuer Tag. Plan für heute ist Isla Tortuga zu besuchen. Da fährt man mit der Fähre hin. Das ist so ein Tagestrip. 3 Stunden darf man dann irgendwie dort auf der Insel sein. Die Fähre fährt in 13 Minuten los. Wir haben noch einen Weg vor uns, deswegen muss ich ein bisschen pacen. Let's go! Also wir sind hier absolut am Cross-Rally pacen durch den Forest. Und wir haben 2 Minuten, um auf diese Scheißfähre zu kommen. Bro, der schleicht ja vor uns. Es ist 59, in 1 Minute fährt die Fähre ab. Alter, sieht schon geil aus. Jetzt geht's ab auf dieses kleine Boot hier und dann rüber zu Isla Tortuga, der Insel der Schildkröten. Hola, amigo. Yeah, mi hermano, Hola. mi amigo. Das sind unsere Kollegen, die uns jetzt hier rüberbringen werden auf die Insel. Schön wie in Thailand. Ja, und ich schwör's echt wie in Thailand. Guck dir den an. Schnell ins Boot und ab nach Isla Tortuga. Die Insel ist bekannt für türkisblaues Wasser, weiße Sandstrände und eine Unterwasserwelt wie aus dem Bilderbuch. Daher perfekt geeignet, um hier schnorcheln zu gehen. Es sieht halt schon brutal aus. Es sieht wirklich crazy aus hier. Wow. Es ist halt schon ein Brett hier, ich sag's euch. Guck dir mal die Felswand an. Ah, eine Krabbe. Kleine Krabbe. Digga, das ist geil hier. Guck, da oben ist noch eine Krabbe.
Wir sind ready. Mit der Taucherbrille und den Schwimmflossen. Hier hinten soll es abgehen bei den Steinen, da soll ganz viel zu sehen sein. Wir sind im Wasser und ich muss wirklich sagen, es gab so viele Fische. Teilweise war man komplett umzingelt. Einfach verrückt. Eine richtig geile Experience und auf jeden Fall empfehlenswert. Der Beach ist wieder einmal sensationell. Es wird richtig Spaß machen, glaube ich, hier so eine Woche ausgesetzt. Hätte ich richtig Bock drauf. Watermelon. Watermelon. Wir haben hier noch 2 OnlyFans-Models getroffen. Für die machen wir jetzt ein paar Bilder. So, jetzt geht's zu den privaten Shoots. Da können wir euch leider nicht mitnehmen. Die Früchte sind so geil hier. Und hier gibt es sogar noch Kokosnüsse. Junge, wie cool. Eine halbe Stunde am Beach chillen, Kokosnuss, Ananas und Wassermelone essen. Es hat sich wirklich angefühlt wie im Paradies. Darauf erstmal die Drohne hoch, weißer Sand, glasklares Wasser, Sonne, Palmen und überall um dich herum schwimmen bunte Fische. Was will man mehr? Ach du Kacke. Und der Beach ist verrückt. Dieser Beach ist wahrscheinlich der schönste, den ich gesehen habe. Es ist abartig geil. Wow. Ich glaube, das sind mit die schönsten Strände, die ich je gesehen habe. Die Palmen sind verrückt, ich schwör's dir. Und damit sind wir back on Mainland. Alle, komm hier, da läuft wieder was. Wow. Ein Affe? Oh mein Gott, schnell hin. Schnell hin. Links ist noch ein Nasenbär. Noch ein Nasenbär. Wow, was geht hier ab? Zoo. Gestern haben wir den noch im Zoo gesehen. Alter, Costa Rica schon Liebe irgendwie. Dass man die einfach so draußen sieht, ist halt schon ein Banger. Irgendwie geil. Richtig geil. Hier sind überall Affen. Das ganze Ding ist voll. Bro, for real, dieses Licht, wie das durch diese ganzen Bäume durchgeht, ist verrückt. Ach, guck mal hier. Oh, hier läuft alles rum. Hier läuft wirklich alles rum. Also Leute, wir haben ja diese Bananen gekauft. Die haben nicht ganz geschmeckt, deswegen haben die jetzt eine andere Verwendung. Und zwar können wir damit die Affen füttern. Dann haben die Affen zumindest was davon. Und die Bananen sind nicht wasted. Direkt gespottet. Unser erster Kunde. Der erste Kunde, der vielleicht Bock auf die Bananen hat. Bro, der hat ja mies Angst. Wir sind hier, um dich zu füttern, my friend. Er ist schon riesig. Ja, jetzt hat er Bock, gell? Jetzt hast du Bock. Oh mein Gott, geil. Komm, beide kommen. Oh, der Affe hat Angst. Oh, das ist gerade richtig crazy. Der Affe hat Angst vor dem Leguan oder was das ist. Oh, die ganze Familie kommt, Bro. Bruder, was da hinten noch kommt, Bro. Und Nasenbär. Bro, alles. Alles gut. Nächster Try. Hat der Bock? Hat er richtig... Oh mein Gott. Die Bananen finden Verwendung. Bro, wir haben die Bananen gegeben, renn nicht weg. Wir seducen den Typen jetzt richtig. Guckt euch an. Oh mein Gott. Ich jetzt festhalten müssen. Bro, der nimmt die ganze... Der hat die Schale auf den Leguan gedroppt. Oh, ey. Easy, brother. We got you. Kollege. Gott, der hat gejumpt. Ui. Guck mal den an. Der steht. Wir probieren jetzt was. Bruder, ich hab Angst. Ich hab richtig Angst. Ah, come on. Nein, probier nochmal. Mein Freund. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weg da. Bro. Guck dir den an. Der hat Tollwut. Wir suchen jetzt nach den richtigen Endgegnern. Und zwar den Puma. Take your phone, man. Take your camera. We need to trade the phone for a banana then. Die Affen campen jetzt. How do they taste like? Like chicken, like snake. The same texture, like a chicken breast. Der sagt, die Leguane schmecken wie Chicken Breast. Alright. Thanks a lot, my friend. Anscheinend gibt es hier Crocodiles und Rehe. We're cooked. Wie gefährlich ist es gerade hier? Ich kann es gar nicht abschätzen, um ehrlich zu sein. Wenn so ein Croc jetzt vorbeiläuft, wäre schon witzig. Wir sind noch nicht in den Mangroves. Hier sind die Mangroves. Das heißt, hier könnten Crocs sein, wenn hier Wasser wäre. Ich hoffe, man checkt das, wie krank das hier aussieht. Das ist halt wirklich insane. Ich glaube, das ist die geilste Nature, in der ich mal jetzt rumgelaufen bin. Probably. Hier ist einfach ein Reh. Jetzt noch mal ein bisschen näher werfen. Der kommt immer näher. Wie nah denkst du, kann der zu uns kommen? Schon ein bisschen nach näher. Also in freier Natur, freier Wildbahn, solche Tiere zu sehen, ist halt schon verrückt. Wir locken das Ding hierher. Trustet uns. Wir gucken den nachher. Später gibt's Reh mit Reis. Reh mit Reis und Gemüse. Isst der die Schale einfach? Ist es einfach komplett. Und der Typ ist am Verhungern gewesen. Der kommt. Ja? Der ist echt am Verhungern, wenn er die Bananenschale isst. Und der hat sowas von Bock. Ich bringe ihm den Bananengeruch in die Fresse. Das ist schon ein edles Tier, aber wir haben noch eine ganze Banane, aber wir haben hier noch lauter Tiere. Deswegen weiß ich nicht, ob wir jetzt für den Reh alles opfern sollen. Oh, hier drin sind nur Safe Rocks. Ganz safe. Guckt euch den seinen Kopf an einfach. Was macht der? Oh Gott, was der macht. Pilates-Übungen. Lass den mal ins Wasser schmeißen und dann kommt ein Croc. Das ist echt krank. Das ist eine kranke Mission. Nur einen von denen ins Wasser schmeißt, dann kommt safe ein Croc. Oder Piranha. 100% kommt irgendwas. Da passiert irgendwas. Wir müssen nur einen reinkriegen, und zwar den da. Der hier ist das Opfer. Aber wir schieben den, wir laufen jetzt in die Richtung, dass wir den weiter da reinschieben, ja? Und dann kicken wir den rein. Und irgendwann, wenn wir mittendrin sind, dann muss gekickt werden. Nein, das war's. Der kann runterklettern. Das ist unten drin. Das ist ja richtig sketch hier, die Bridge. Bruder, diese Bridge hält die uns. Nein. Das
sind wir bei den Crocs, wenn die uns nicht hält? Bruder. Ach du Kacke. Bruder, was ist das? Was ist das für eine Bridge? Okay, wir haben es geschafft. Die Höllenbridge wurde bezwungen. Rechts Killer. Ich sag dir ehrlich, full rein eigentlich nach rechts. Komplett rein nach rechts. Digga, unser Tier war super. Jetzt sind wir in irgendeinem Killerweg. Hier kann alles rauskommen. Eine Schlange rauskommt, hier kann Skorpione rauskommen, hier kann ein Faultier rauskommen, was cool ist. Hier kann ein Croc uns crossen. Und hier kann alles passieren. Wir haben sehr lange keine Tiere mehr gesehen. Und wir laufen irgendeinen Weg gerade. Keiner weiß, was abgeht. Wenn man eine sehr lange Zeit keine Tiere sieht, dann heißt es, hier leben keine. Und warum leben hier keine? Weil vielleicht ein Tier all diese kleinen Viecher gegessen hat. Das ist meine Theorie. Meine Expertentheorie. Das ist geistkrank. Hier kann von jeder Ecke irgendwas kommen. Und hier ist so ein Riesenloch. Vielleicht kommt eine Schlange raus. Ich sag's euch. Es sieht halt überall einfach geil aus. Wow. Ach du Kacke. Wie süß. Wir sind noch ein wenig rumgelaufen, aber außer einem Danger Crocodile Schild gab es nichts zu sehen. Wenn hier jetzt einer vorbeiläuft, wäre schon ein Highlight. Das sind keine Crocs, pass auf. Oh mein Gott. Fällt dann fährt auf den Baum zu. Die T-Posen einfach. 2 nebeneinander am T-Posen. So muss eine Safari-Tour, by the way, sein. Ja. Wir sind im Wagen, dann sehen wir so Löwen und so. Man fühlt sich echt wie auf der Safari. Leider haben wir keine Krokodile gefunden, aber was immer geht, ist Babyschildkröten ins offene Meer freilassen. Also sind wir schnell rübergefahren. Hier sind die Sea Turtles. Also hier drin sollten die sein. Dann soll man die einsammeln und dann ab in die Freiheit. Das ist der Plan zumindest. Keine Ahnung, ob die jetzt heute noch freigelassen werden. Keiner weiß, ob hier irgendwas passiert. Aber es sind zumindest sehr viele Leute jetzt mittlerweile hier. Wir warten alle nur darauf, dass irgendjemand kommt, der hier arbeitet. Und dann können wir endlich die Schildkröten freilassen. Das war ein richtiger Flop gerade bei den Turtles. Kommen so 2 Mädchen rüber. Ganz trocken. Nachdem wir alle so gewartet haben die ganze Zeit. Die sagen einfach ja, tomorrow maybe. Und das war's dann einfach. Naja, okay. Wir gehen jetzt weiter Richtung Santa Teresa. Es soll irgendwie einer der geilsten Sonnenuntergänge dort auf jeden Fall geben. Digga, wie süß. Alter, wie süß. Oh mein Gott. Bruder. Frust bei den Babyschildkröten. Ich hätte das so gerne gemacht, aber dann holen wir das eben auf den Seychellen oder irgendwo anders nach. Jetzt geht's aber erstmal ein Stück zurück zu einem Beach mit angeblich dem besten Sonnenuntergang in ganz Mittelamerika. Sieht schon geil aus. Es sieht schon verrückt aus. Alter, sieht's geil aus hier. Es ist schon ein Brett. Schon geil hier. Wow, wow, wow. Es ist mal wieder ein Brett. Costa Rica hat schon geile Strände, no joke. Die Vibes am Beach waren absolut cool. Laute Musik, entspannt zum Sonnenuntergang chillen. Wir sind ja auch schon seit knapp 23 Tagen mittlerweile unterwegs. Also der Beach ist cool, der Sonnenuntergang ist so meh. Aber ist geil. Ich glaube, bei dem Beach sind es auch eher die Leute, die halt cool sind. Am Abend ging es dann nochmal in einen Beachclub mit einer kleinen Feuershow. Für uns heißt es aber weiterziehen. Wir haben nämlich vor, mit der Fähre zurück auf die andere Seite zu fahren und dann den Süden Costa Ricas erkunden. Also, wir fahren auf die Fähre, auf ein neues Abenteuer. Meinung? Hyped? Komplett hyped. Richtig hyped. Du hast jetzt nicht dein Hemd und doch dein Tank liegen lassen. Dein einziges Outfit für die restliche Reise ist das, was du anhast. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Du bist echt am Hardcore. Survival on Hardcore, ich schwör's dir. Niemals aber. Echt Spaß. Der Mann ist komplett im Loch. Das, was du jetzt noch hast für die restliche Reise, ist diese Decke. Aber die hält gut. Badeshorts. Aber das kannst du nicht verlieren. Weil das kann man nicht mehr verlieren. Du hast nur noch 2 Sachen. Wenn du irgendwas davon verlierst, habe ich echt alles gesehen. No joke. Da habe ich alles gesehen. Das geht gar nicht. So, hier wird noch ein bisschen was aufgeladen auf die Ferry. Und dann geht es mit dem Tambor 2 rüber in Richtung Mainland Costa Rica. Und von dort aus fahren wir dann weiter südlich. Mit der Musik ist es geisteskrank, ich schwöre. Geil. Eine Stunde mit dem Boot auf die andere Seite, dann noch weiter in den Süden. Wir parken vor dem Bootstourbüro, knapp 3 Stunden im Autopen, denn gleich geht's wieder ans Wasser. This is American coconut. Wait, what? American coconut. Ist das real? Ja, real. Digga, what? Das ist einfach ein Croc. Ein Croc. Wirf mal was hin. Oh, das ist ein Jeff, der lebt nicht. Das ist eine Tourist Attraction. Warte mal. Bro, das ist... Oh mein Gott, was Jeff der? Was Jeff der Typ? Oh, it's a fake crocodile. It's not real. Oh, wirf mal einen Stein. Klein auf den Tail. This is not real, man. He lying. Don't do that one, please. Don't do that one. It's not real. Bro, it's not real. Why is it not moving? Not touching. Eyes open. What The do you eyes mean are sleeping? open. One line. Not touch. Who sleeps with their eyes open?
Oh mein Gott, das bewegt sich. Oh mein Gott. Okay. Okay. Now we're happy. Oh mein Gott. Das war so. Okay, thank you. Wir haben den geflamed ohne Ende. Aber der war wirklich real. Guten Morgen, Leute. Es ist 7:45 Uhr, Viertel vor 8. Wir sind 300 US-Dollar ärmer geworden. 150 pro Person, weil wir jetzt eine Bootstour in Richtung Kano Island machen. Dort soll es anscheinend Turtles, Sharks und Whales geben. Dolphins wurde uns versprochen und Manta Rays wurde uns versprochen. Es wurde sehr viel versprochen. Extrem viel versprochen. Und es sollte anscheinend eine Full-Day-Tour sein. Und dann turns out, man kommt back at lunch. Ja, das ist geistkrank. 1 bis 2 Uhr. You played yourself. Das heißt insgesamt 5,5 Stunden. Das ist ein guter Full-Day hier. Kano Island ist noch nicht so weit weg. Ich glaube, wir fahren jetzt eine Stunde, 15 oder so. Das heißt, wir fahren 2,5 Stunden und dafür zahlen wir $300. Das ist absolute Abzocke, alles. Jeder zockt ab. In dem Sinne, wir sehen uns gleich auf dem Boot und dann Richtung Kano Island. Die Tour ist schon extrem teuer, vor allem wenn man bedenkt, dass man effektiv nur etwa 3 Stunden zum Tauchen und für den Besuch der Insel hat. Aber im Tourbüro wurde uns gesagt, dass gerade perfekte Bedingungen herrschen, um all die Tiere zu sehen. Daher sind die Erwartungen entsprechend hoch. Digga, da ist irgendwas. Hast du gesehen? Oh, das war riesig, das Ding. Ich dachte, es wäre ein Hai. So groß wie die Flosse ist. No joke. Oh, wir sind in Deep Ends hier. Das ist ein richtiges Deep End. Oh, hier kann alles sein. Ich sag dir ehrlich, hier kann wirklich alles sein. So, wir kriegen unser Schnorchelset. Die haben richtig klein, aber die Flosse. Du kannst nicht von Sharks flüchten. Aber damit kann man nicht entkommen. Da gehst du ins 1v1 lieber, bevor du entkommst. No joke. Das ist 50-50. Wir werden es jetzt full senden. Wir springen gleich hier rein. Keine Ahnung, was unter uns ist. Wir werden es erfahren, wenn wir dann unten sind. Das ist der Plan gerade. Wir sind 2 Turtles. Ha, schon geil. Die sind aber schon groß, die Dinger, gell? Der Strand ist wieder mal verrückt. Jetzt gehen wir auf die Suche nach den legendären Sharks. Kano Island, let's do it. Die Erwartungen waren richtig hoch und um es kurz zu machen, sie wurden nicht mal ansatzweise erfüllt. Deutlich weniger Sea Life als bei Isla Tortuga. Die riesige Schildkröte vor sich schwimmen zu sehen war schon geil, aber das war es eigentlich auch dann schon. Also, wir waren auf dieser Insel jetzt hier gestrandet, einfach so 1 Stunde. Wir haben uns einfach sitzen lassen, haben hier in ihrem Haus mit den Kollegen gechillt. Wir durften die Drohne nicht steigen lassen, auch keine Muscheln sammeln. Für diesen Lachs haben wir jetzt im Endeffekt fast so viel bezahlt wie für unser Auto für eine Woche. Bisher habe ich 2 Schildkröten gesehen und 1 bis 2 Stingrays. Das war's. Also hier gibt's nichts. Eine harte Abzocke. Also Leute, die Tour ist hinter uns. Ich hatte by the way einen Shark gesehen. Der war aber jetzt nicht groß, vielleicht so 20 cm. 150 für die Tour würde ich niemals zahlen. Das ist maximal irgendwie 30, 40 Euro gewesen, die man hätte zahlen sollen. Der sollte sich schämen, der Verkäufer, der das uns angedreht hat. Weil was der gesagt hat, 99% sehen wir Haie, wir werden Delfine und Wale sehen auf der Fahrt, bla bla bla. Es ist eine Full-Day-Tour. Jetzt sind wir vor 14 Uhr wieder zurückgekommen. Also ja, alles ein Hoax. Wie dem auch sei, wir fahren jetzt weiter Richtung Wasserfall. Es gibt einen richtig bekannten Wasserfall hier in der Nähe, deswegen fahren wir jetzt rüber und checken aus, ob der noch offen hat. In Google Maps steht, dass der schon zu hat. Ansonsten klettern wir einfach rein und schauen mal, wie das Ganze aussieht. Frisch abgezockt bei der teuersten Activity der Reise, geht's direkt weiter zur nächsten Challenge, der Noyaca Waterfall. Einer der spektakulärsten Orte in ganz Costa Rica. Mitten im Dschungel, 40 Meter hoch, kracht das Wasser in die Tiefe. Und genau weil der Wasserfall so abgelegen im Regenwald liegt, ist das Gebiet voll mit Leben, von bunten Vögeln bis hin zu neugierigen Affen. Deshalb machen die auch hier um Punkt 16 Uhr zu. Denn wer nach Sonnenuntergang noch da ist, spielt nicht mehr Tourist, sondern Verstecken mit Raubtieren. Was wir nicht wussten, hier leben einige Tiere, mit denen man lieber keinen Stress will, besonders nicht im Dunkeln. Darunter Lanzenottern, einer der gefährlichsten Giftschlangen des Kontinents, Taranteln und Skorpione, die nachts aus ihrem Versteck kommen, Kaimane in den Flüssen und mit etwas Pech auch Pumas, Ozelots oder Jaguare, die tief im Dschungel unterwegs sind. Also eigentlich Free for All im Dschungel oder Battle Royale ums Überleben. Die Öffnungszeiten sind kein Vorschlag. Wer zu spät rausgeht, spielt auf Expertenmodus ohne Respawn. Das Ding hat eigentlich seit einer halben Stunde geschlossen. Wir fahren jetzt mit dem Wagen so weit wie möglich nach vorne. Keine Ahnung, ob man hier fahren darf. Keine Ahnung, ob das alles okay ist, was wir machen. Es geht full rein einfach. Scheiß drauf. So, wir hiken jetzt rüber. Auf jeden Fall sind es noch 2 Kilometer, die wir rüberlaufen müssen. Ich glaube, das ist der bekannteste Waterfall in Costa Rica, by the way auch. Bin gespannt, wie der aussehen wird. Und ob wir reinkommen. Wenn wir nicht reinkommen, dann kommt die Drohne zumindest rein. Also irgendwas werden wir auf jeden Fall sehen. Es sollte nicht mehr lang sein. Und dann sind wir da mit 10 Minuten Verspätung, wie in der Schulzeit. Mittlerweile ist es 16:03 Uhr. Die Türen sind geschlossen, aber hier ist was offen. Deswegen laufen wir jetzt hier rein. Sieht schon geil aus hier wieder einmal. Der Wasserfall sollte jetzt irgendwie in so 400 Metern oder so sein. By the way, es wäre richtig... Digga, das ist safe eine Schlange. 100% war das gerade eine Schlange. 100%. Letzten 300. Dann sind wir da. Let's go. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Was ist das denn?
Bruder! Es sieht komplett verrückt aus. Geisteskrank. Ach du Kacke. Hier unten kann man auch nochmal runter. Und ich glaube, das ist so der Main-Spot. Da können wir auch nochmal gleich hingehen. Jetzt geht's erstmal runter an den Wasserfall. Der ist so brachial, ich schwör's euch. Die Bootstour war zwar lost, aber dafür sind wir jetzt mitten im Dschungel unter einem 40 Meter Wasserfall. Das sieht auch so krank, wo wir eigentlich sind, Alter. Ach du Kacke. Jetzt geht's noch runter zum Ende des Wasserfalls. Da sieht's eigentlich auch ganz geil aus. Ich glaube, das ist auch eigentlich so der Spot, wo man ist. Unterm Wasserfall zu sein, war schon ganz geil. Man stellt sich's krasser vor, also stärker, als es ist. Es sieht verrückt aus. Nauyaka Waterfall. Aber schon ein langer Weg bis da unten. Die haben eigentlich schon seit einer Stunde 10 zu. Wir sind einfach drin, keine Ahnung. Wir sind einfach reingelaufen, die Tür war offen. Oh Gott, eine Spinne! Eine Spinne? Alles okay? What the fuck, Bruder? Ach du Kacke. Der Wasserfall ist insane. Das sieht so schön aus, for real. Wow, der Wasserfall ist crazy. Noch ein bisschen chillen am Wasserfall. Wir genießen es komplett. Man kommt ja wahrscheinlich nie wieder hierher. Und so vergeht die Zeit, Minute für Minute, bis es auf einmal Schlag auf Schlag geht. Innerhalb von Sekunden ist es stockdunkel. Kein Licht, keine Menschen, keine Orientierung. Nur wir zwei mitten im Dschungel. Und das war der Moment, in dem wir wieder mal realisiert haben, wir sind nachts im Dschungel von Costa Rica und hier kann wirklich alles auftauchen. Der Weg zum Auto knapp 30 Minuten durch die Dunkelheit. An den Füßen Schlappen und Wasserschuhe. Das einzige Licht, unsere Handys mit gefühlt 10% Akku. Kein Messer, kein Plan. Nicht mal eine Machete für 9 Euro aus dem Supermarkt. Nur die Kamera und vielleicht eine Packung Cracker. Am Anfang war es noch okay, aber mit jeder Minute wurde es dunkler und gruseliger. Vor allem auch wegen der Geräuschkulisse. Oh, war das sogar die Geräusche, Digga. Auf die Cam, Digga. Zeig mal mit der Cam da rein. Ja, das bewegt sich, ich sag's dir. Was ist das? Oh, keine Ahnung. Was sind das für Riesen? Hast du jetzt auch Bandgeräusch? Ich will einmal auf Band haben. Was zum... Ich hab nie in meinem Leben solche Geräusche gehört. Die Geräusche gerade eben. Bro, was ist das? Ich will so sehr wissen, was das ist. Niemand näher ran, ich will wirklich sehen. Mach's einfach ab. Bro, was ist das, hä? Ich hab noch nie in meinem Leben solche Geräusche gehört. Bro, die Viecher waren safe 1 Meter lang. Ach du Kacke. Und die hingen von der Decke. Bro, weg, ich sag dir ehrlich. Wir sind irgendwo im Dschungel alleine gerade. Bro, weg. Einfach weg, ich sag dir, wo ich hier länger bleiben, dann war's nicht. Ich hab diesen Stock, aber mit dem kann man ein bisschen was anrichten. Ich hab meine Hand. Ich nehme jetzt einen Stein hier. Ich habe jetzt einen Stein. Mehr haben wir. Mit der linken Hand werfe ich. Was war das? Bro, was war das für ein Geräusch? Jetzt mal no joke. Hier ist halt legit dunkel. Das ist Urwald. Dunkler Urwald, Regenwald. Jetzt mal no joke, ich kann schon einen Puma rauskommen. Ja, hier kann ein Jaguar kommen. Kann easy ein Jaguar kommen. Also geguckt. Vor allem sind die Nacht aktiv. Wir haben noch eine Strecke vor uns. Ernsthaft? Wenn wir im Wagen sind, sind wir safe. Ist besser mit Licht oder ohne? Ich glaube, mit besser, Bro, die Telegene. Das zieht halt Aufmerksamkeit, oder? Wie viele Geräusche sind hier? Das ist geisteskrank. Mach schneller, mach schneller. Wir sind echt weg. Weil jetzt ist Nacht. Unsere Handys dürfen nicht sterben, gell? Was ist das für ein Weg schon wieder? Ist ein Frosch? Wo? Oder? Und der schaut ganz böse. Du Kacke. Bro, ich bin so schnell auf einmal. Auf einmal ist Nacht. Was ist das für eine Scheiße? Bro, wir sind los. Wir sind guckt. Wer ehrlich macht. Alter, was für eine Scheiße hier. Man sieht nichts. Die Augen müssen leuchten, wenn er reinschaut. Werd nicht langsamer. Ach du Scheiße. Das ist 1 Kilometer, glaube ich. 1 Kilometer. No way, so weit. Wir haben es ins Auto geschafft. Schwitzt wie sonst was. Ach du Kacke. Wir haben es ins Auto geschafft. Jetzt gibt es noch einen Weg von ein paar Kilometer. Digga, was ist das für ein Weg wieder? Die Mission hier ist gerade wieder geisteskrank. Bro, bitte, unser Auto schafft es. Hier so weit links wie möglich. Wenn wir einmal drin sind, ist los. Ich hoffe, wir sehen jetzt einen Jaguar. Dass die Viewer raffen, was hier abging eigentlich. Vor allem sind die alle nachtaktiv, ganzen Katzen. Dieser Frosch, der war safe giftig. Aber als ich den gefilmt habe, die Augen leuchten so rot. Junge, es ging Schlag auf Schlag. Ohne Spaß. Es ging so schnell, dass die Sonne da weggegangen ist. War insane. Du erst hast du gesagt, es ist creepy. Dann hast du, ja, okay, ne? Chillig. Bruder. Und dann kamen die Viecher. Und dann wussten wir müssen weg. Und die ganzen Geräusche auf einmal. Ja, die Geräuschkulisse macht So halt viele krank. Geräusche. Und weg hier. Einfach weg hier. Und damit endet unser Besuch beim Nauyaka Waterfall, inklusive Nachtwanderung durch den tiefen Dschungel. Der Puls locker bei 900, Adrenalin auf All-Time-High. Und bis heute wissen wir nicht, was da von oben runterhing und diese Laute von sich gegeben hat. ChatGPT meint riesige Flughunde, aber die Geräusche waren einfach zu gestört. Mit purem Adrenalin im Blut ging es dann direkt weiter. 6 Stunden Nachtfahrt an die karibische Küste Costa Ricas, bekannt für seine traumhaften Strände, dichten Palmen und diesen ganz eigenen, unvergesslichen Chill-Vibe. So Leute, guten Morgen aus Punta Uva, der karibischen Seite Costa Ricas.
Es wurde echt oft empfohlen, dass wir hierher kommen sollen. Deswegen haben wir wieder mal eine Nachtschicht gelegt und sind gestern Abend von der pazifischen Seite rüber in die Caribbean-Side. 7 Stunden Autofahrt in der Nacht durch so Kackstraßen teilweise. Dafür haben wir jetzt Strand und das karibische Feeling. Stell dir vor, du lebst einfach hier. Das ist halt geisteskrank. Mit eines der coolsten Strände, glaube ich, in denen ich war. Coole Leute, cooler Strand. Viele zelten auch hier, richtig geil. Geiler Vibe einfach. Der Sonnenbrand kam auch nicht allzu knapp. Ein neuer Tag, eine neue Gegend. Der Roadtrip bringt uns langsam echt an unsere Grenzen. Und damit kommen wir direkt zur nächsten Challenge. Palme hochklettern und eine frische Kokosnuss pflücken. Guckt euch diese Palme an. 4,9 Sterne auf Google Maps. 18 Bewertungen. Palme ist bekannt. Sehr viele haben geschrieben, dass wir hochklettern sollen. Wir müssen herausfinden, welche von diesen Kokosnüssen hier in dem Baum halt reif sind. Okay. Lass die aufschlagen, oder? Die Trophäe. Wir haben jetzt noch ein Messer bekommen von einer netten Dame. So, lass die Profis am Werk. Thank you, gracias. Und? Alles gut. Ist geil? Check mal. Ist okay. Ist okay. Das schmeckt nicht schlecht. Kokosnuss zum Frühstück. Jonas ist auch nochmal schnell die Palme hoch. Man hat halt wirklich gespürt, dass wir jetzt auf der karibischen Seite sind. Überall läuft Reggae, geile Vibes, richtig entspannt. Wir sind zwar keine Animal Sanctuary Fans, aber da sich unsere Zeit in Costa Rica langsam dem Ende neigt, haben wir nochmal einen kurzen Abstecher ins Gefängnis für Tiere gemacht. Man merkt wirklich, wie groß die Artenvielfalt hier ist. Da ist einfach ein Sloth. Ein Faultier ist hier drin. Gechillt. Er ist zu faul, um rauszukommen. Raumleben einfach. Wir sind hier vor dem Supermarkt und man kann einfach links Roulette zocken an so einem Automaten. Also wir haben uns Casado geholt mit Chicken und Caribbean Sauce. Das ist so das Nationalgericht. Nach all der Reise haben wir uns einen Strandtag verdient. Coole Leute, cooler Vibe. Das ist dann unser Abschied eigentlich aus Costa Rica, oder? Den restlichen Tag haben wir entspannt am Strand verbracht und sind wie üblich dann nachts zurück nach San Jose gefahren. Nicht weit entfernt wartet nämlich unsere letzte Challenge in Costa Rica, das Füttern von Krokodilen. Und davon gibt es hier wirklich viele, besonders in den Flüssen, Feuchtgebieten und Mangroven. Ein falscher Schritt und du bist selbst das Mittagsmenü. So Leute, wir haben die Nacht im Auto verbracht. Wir haben gerade versucht, den Motor anzuschmeißen und weiterzufahren zum nächsten Spot. Aber der Wagen springt nicht an. Jetzt haben wir ein Problem. Hört es euch einfach an. Hier geht gar nichts. Hier geht nichts. Ich glaube, die Batterie ist alle. Wir haben auch keines dieser Kabel, um die Batterie jetzt neu anzuschmeißen. Jetzt müssen wir erstmal jemanden finden, der uns da helfen kann. So, wir haben einen Bruder gefunden, der uns hier hilft. Er hat eine neue Batterie rangeholt. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Der Motor läuft zumindest. Die alte Batterie raus, die neue Batterie rein. Dann den Motor angeschmissen. Und jetzt, während der Motor läuft, nochmal die alte Batterie rein. Der Wagen lebt wieder, wir müssen nicht laufen. Wir fahren jetzt 15 Minuten noch zur Croc Bridge. Das ist eine berüchtigte Brücke, unter der mehrere Krokodile vorzufinden sind. Vielleicht können wir da runtergehen. Das ist so der Plan eigentlich. Wir haben zwar nicht mehr viel Zeit, bis unser Flieger abhebt, aber unsere letzte Challenge liegt zum Glück nicht weit vom Flughafen entfernt. Genauer gesagt unter einer Brücke mitten im Fluss. Und dort warten auch schon unsere hungrigen Kunden, die Krokodile. Da ist schon einer. Der erste Croc wurde gespottet. So, Entrada. Willkommen bei den Crocs. Wir sind jetzt irgendwo mittendrin. Ich sag euch ehrlich, von überall, aus jeder Ecke, kann ein Croc eigentlich rausspringen wieder einmal. Wir sind gar nicht sicher. Und das ist sicher. Hola, buen dia. Yes, we will be. Der hat gerade gesagt, watch out, be careful. Surrounding spectating, Bro, sonst war's das. Da ist doch einer. Da, Bro. Mein Gott, das. Die sind schon schlau, gell? Ja, die sind nicht dumm. Die sind nicht dumm, die Tiere. Bei Crocs muss man wirklich aufpassen. Die sind nicht dumm. Wir schmeißen jetzt so einen riesen Stock einfach rein, dass wir ein bisschen Bewegung hier reinkriegen. Let's go. Ach, guck mal, der bewegt sich. Ja. Da hinten. Ja, der bewegt sich. Bro, der hat Bock. Er denkt, da ist was reingegangen. Ja, der kommt. Der geht full on drauf. Der kommt näher. Der kommt näher, gell? Der versucht sich ranzuschleichen, in der Hoffnung, dass wir es nicht raffen, aber der kommt safe näher. Guck, wie nah der ist. Oh mein Gott. Oh, der ist runtergegangen. Der Wichser. Pack alles ein. Wo ist der Typ? Ich weiß nicht, irgendwo hier. Drohne hoch und sofort die Lage auschecken, ob neben uns irgendwas im Peak ist. Der Fluss ist voll mit Krokodilen, die nur auf gefundenes Fressen warten. Wetter ist auch top. Perfekte Bedingungen, um unsere Challenge zu erfüllen. So, wir sind jetzt kurz nochmal auf die Bridge drauf. Und hier oben hat man auch nochmal einen guten Spot, Crocs zu sehen. Weil der ist schon groß, der eine hier. Schon ordentlich. Alter, das ist schon ein Brett. Wir haben hier im Mülleimer ein Stück Schnur gefunden. Jetzt wollen wir irgendeinen Köder bauen. Wir haben uns jetzt im Restaurant daneben was
Kleines geholt und zwar ein Köder, mit dem wir die Crocs anlocken können. Das ist, glaube ich, Schweinesteak. Den werden wir jetzt gleich hier ran an die Schnur packen und dann wird damit ein Croc geangelt. Hast du je eine Person gesehen, die besser vorbereitet war, einen Croc zu angeln, als wir gerade eben? Das ist geisteskrank. Wir sind gerade top vorbereitet. Die Motivation ist komplett da. Wir haben schon ein paar Crocs gesichtet. Hier bei uns ist jetzt ein kleinerer, aber dieses herrliche Fleischstück hier wird auf jeden Fall den einen oder anderen großen noch ranziehen. Wenn wir noch bis pusten, den Geruch durch die Hitze hier verbreiten können, dann haben wir bestimmt noch einen großen Fang dabei. Und dann ziehen wir den hoch und der Croc landet auf der Grillplatte. Das ist der Plan. Wo ist unser Sportfreund? Oh, der wartet doch da. Oh, da kommt auch einer. Da ist einer, da ist einer. Oh. Oh, ey. Er riecht es schon. Man riecht es schon miles away. Und die nächste Ladung. Die nächste Ladung steht an. Schmeißt den ganzen Urwald rein. Ready and set. Jetzt binden wir es noch So, wir haben ein zusammen. kleines Stück dran gemacht. Das darf ja nicht abfallen, gell? Guck mal so. Easy. Das ist fest. Festes Fuckboy. Aber Oh, wir sind ready, Man muss Bro. jetzt auch gescheit schmeißen können. Also hier vorne ist einer. Wir schmeißen jetzt ein Stück rein. Oh mein Gott. Wirf rein. Mach rein. Was ist das für ein Oschi? Schmeiß einfach rein jetzt, ja? Schmeiß rein. Was macht der? Oh, wie groß ist das Ding? Jetzt mal no joke. Das ist riesig. Oder hat ja gar keinen Bock auf Fleisch. Oh, das ist Fleisch. Isst es mal. Oh, besser kann man es nicht werfen. Der kommt auf uns gleich. Bringt gleich in einem Satz hier hoch. Also, Federn der Angler. Oh, warum kommt der nicht? Ich check's nicht. Das Stück ist zu klein vielleicht, no joke. Oh, das ist so ein Viech. Da ist noch einer. Oh, da kommt noch ein Croc. Wirf rein, Bro. Wirf rein den Lachs. Uäh. Bro, guck mal, wo der ist. Genau vor seiner Fresse. Der andere slidet, der andere driftet rein. Boah, der kommt. Oh mein Gott. Digga, what? Hat der die Schnur? Nee, der andere ist Kommt unter. noch einer, ein dritter. Oh mein Gott, ein dritter kommt. Die haben alle keinen Bock auf dieses Fleischstück. Ich check's nicht. Vielleicht ist es zu wenig für die. Der wartet vielleicht nur, dass ich bretter. Oder? Die warten vielleicht nur, dass wir brettern. Wie groß ist denn sein Kopf eigentlich? Oh, du machst ihn richtig pissig. Oh, diesen Piss, da kommt noch einer. 3 Crocs sind hier. Die sollen sich gegenseitig essen oder so. Die sind weg. Unter Wasser alle. Fleisch kommt rein. Ah, einer kommt wieder. Die sind schon noch da. Oh mein Gott. Boah, der hat's aber instant Der isst es. Der hat's instant gegessen. Der beißt drauf. Das ist eine sehr impromptu Lösung hier. So, okay. Ich glaube, das hält. Ja, das sollte halten. Okay, ready to rumble. Bro, das sieht schon geil aus. Das sieht nach einer ordentlichen Ladung aus. Da unten sind 2. Unten sind 2 Crocs. Das ist gut, das ist ein guter Spot. Das ist ein richtig guter Spot. Wenn der Bock hat, kommt der. Der Plan ist, bevor der jetzt dran beißt, wegzuziehen, oder? Oh, guck dir diese Pose an gerade. Wir sind im Standoff. Im Standoff mit 2 Crocs. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der kommt. Dran, Bro. Oh! Der kommt raus, der kommt. Lass. Oh, jetzt geht's ab. Oh, der kommt. Oh, der kommt komplett. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Noch einer. Das ist 3. Boah, ist der fett. Schmeiß nochmal rein. Perfekt. Perfekter Wurf. Noch nie so einen Troll gesehen. Wo ist der eine hin? Der ist hier im Busch. Das kann schon sein. Zwischen die beiden. Dann gibt's einen Kampf. Der war knapp. Boah, jetzt geht's los. Okay. Und der eine schreckt den anderen ab. Weg, Ui. Bro, ich check das nicht. Ich dachte, die wären ruthless. Die sind ja richtig Die ist mir richtig lost. Oh, der ist komplett mager. Was macht der? Das ist ein Stück Fleisch. Bro, der hat gerade Cutting Season. Der hat so Frust. Er hat richtig Frust. Der lässt Luft ab. Wir versuchen es jetzt nochmal. Oh, das sind 3. Sei ready, gell? Sei ready. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, das ist das kleine Stück. Ja? Das ist das kleine Stück gegessen, ja. Oh, das ist ein Peak. Siehst du den Peak? Ach, hier. Oh mein Gott. Das ist der große, oder? Oh, da kommt noch ein. Das ist der, wo gerade gegessen hat. Ja, der will mehr. Jetzt sind 2 da. Bro, willst du jetzt? Oh mein. Oh mein Gott, der eine hat so Frust, dass er den anderen angegriffen hat, oder was? Hol das Ding hoch, schmeiß rein. Und die essen sich gleich auf. Die kämpfen um ein Stück. Kämpfen komplett um das Stück. Das sieht
sieht richtig menacing aus, der Große. Ja, der Große ist gestört. Kann ich in einem Hasp essen. Krokodile in freier Wildbahn zu sehen ist schon cool, aber sie dann auch noch zu füttern ist absolut crazy. Wir haben denen noch das Fleisch zugeworfen, mussten dann aber auch schnell weiter, die Zeit drückt. Natürlich ganz brav mit 60 km/h nach Straßenverkehrsordnung zurück zum Car Rental, dort den Wagen abgeben und mit dem Shuttle weiter zum Flughafen. Ich habe irgendwie das Gefühl, von Land zu Land wird unser Koffer ein bisschen weniger vom Gewicht. Costa Rica ist done. Es war eine krasse Zeit, anstrengend und intensive Zeit. Wir haben, glaube ich, Costa Rica so vom Erlebnisgrad sehr krass gesehen. Ein, zwei Sachen hätte man noch gerne machen können. Das mit dem Turtle Release wäre ganz cool gewesen. Den Sloth mal in der Wildnis zu sehen, wäre auch ganz geil. Aber im Großen und Ganzen ist Costa Rica eigentlich abgehakt. Es lohnt sich herzukommen, aber es ist auch sehr teuer. In dem Sinne, pura vida und wir sehen uns im Domrep. Es ist Tag 27 der Reise, wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende. 6 Tage Costa Rica liegen hinter uns, nur rund 40 Kilometer zu Fuß. Klingt zwar wenig, aber mit dem Auto sind wir einmal quer durchs ganze Land gebrettert, ohne fester Unterkunft, mieser Ernährung und trotzdem fast 700 € auf der Uhr, hauptsächlich wegen der teuren Aktivitäten. Aber dafür jede Challenge gemeistert, jeder Tag ein neues Abenteuer. 5 Tage in Folge obdachlos, geschlafen wurde im Auto und trotzdem, Costa Rica war etwas Besonderes. So viel Natur, so viele Tiere und so viel Leben. Der nächste Stopp, einmal übers Wasser rein in die Karibik, Dominikanische Republik. Und ja, wir machen genau so weiter. Wieder Auto mieten, wieder Chaos. Ladies and Gentlemen, fasten your seatbelt. Next stop, República Dominicana. Gang, gang. Der Mann hat einfach alle seine Kleidung verloren, bis auf seine Badeshorts. Deswegen fahren wir jetzt nackt. Willkommen in Domrep. Es sieht verrückt aus hier, ich sag's euch. Bro, was ist dieser Strand, Digga? Ich weiß nicht, ob es eine kluge Idee ist. Wahrscheinlich nicht, aber es ist eine geile Idee. Bro, hier war noch nie Thomas. Wir sind in den Deep Ends. Oder wir sind einfach weg hier.